Ja, wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, auch in der Runde online. Ich freue mich sehr, viele auch online zu sehen, viele bekannten Gesichter und hier auch in Kiel. Und ich würde meine Erinnerungen eigentlich auf drei Episoden beschränken. Einmal März 2006, damals frisch gebacken LLM an der Universität Heidelberg, gab es so ein paar Missverständnisse damals vielleicht auf sehr verschiedene, auch kulturelle Fragen bezogen und ich sah mich herum, was ich dann sonst machen könnte, bin ich nach Kiel gekommen zum ersten Mal über Bremen damals. Morgen früh habe ich Kieler Bahnhof erreicht, dann mit dem Bus hier Haltestelle Leibnizstraße. Sehr verwirrend war damals die Adresse, also Haus Stand Nummer 4. Und dann bin ich gekommen, da gab es so einen Fahrstuhl, man kam hoch und kam raus und konnte nichts finden, ja, weil das war im Haus Nummer 6, sondern man konnte das nur über Haus Nummer 4 irgendwie erreichen. Und dann bin ich gekommen, dieser lange Flur damals fuhr, das Gebäude da hinten, ja, das erste Gebäude, wo ich das Institut erwischt habe. Dann gehe ich Flur, dann kommt ein älterer Mann mir entgegen oder kam ein älterer Mann mir entgegen, den ich klar nicht erkannt habe. Ich kannte ihn vom Gesicht gar nicht. Der hat mich sehr, sehr freundlich begrüßt, muss ich sagen, einfach auf der Flur, erstes Mal und hat mir so ein bisschen geschaut. Das war auch damals noch unüblicher, Menschen mit meinem Aussehen an einer deutschen juristischen Fakultät zu treffen. Und dann ging ich zu einem Gespräch zu Professor Trunk. Ja, dann hatten wir ein Gespräch, vielleicht 15, 20 Minuten, was man machen könnte an diesem Institut. Das hat dann 15 Minuten später, Gespräch war beendet. Dann kam ich raus. Marina saß damals im Büro von Frau Stojanov-Petkov, die Sekretärin. Wir haben uns kurz ausgetauscht. Und dann hat sie mir so ein bisschen, also dann kam Mark Mojsewicz auch ran, dann sagte sie mir, das ist Professor Boguslawski. Ja. Und dann hat Professor Boguslawski sofort auf Anhieb angefangen, fragte mich, woher ich komme. Ich habe gesagt, aus Baku. Und dann hat er mir sofort erzählt, dass seine Frau damals nicht mehr am Leben auch aus Baku kam. Und er hat mir sehr lange darüber dann schon berichtet. Und wie schon erwähnt wurde, der hat diese Geschichte mir dann im Laufe der Zeit mehrmals nochmal erzählt. Also das war dieser erstes, was schon hier auch erwähnt wurde, diese sehr schnell zugänglich, persönlich, freundlich, zugewandt, ja. Obwohl, ich meine, ich war damals also Mitte 20, 26 Jahre alt und der ist schon, also Nibajitl, ja, das ist ein Halbgott, sage ich mal. Dann, ja, ich schalte aus erstmal, zweite Episode, einige Jahre später, wir waren dabei, ein großes VW-Projekt, einen Antrag vorzubereiten mit Professor Trunk zusammen. Und dann war die Überlegung, ja, unsere Partner in Kasachstan, die machen Umweltrecht. Und wir wollten aber Wirtschaftsrecht machen. Ja? Und wie bringt man diese Welten zusammen? Und damals, also heute ist das ganz selbstverständlich, dass man Wirtschaftsrecht und Umweltrecht zusammendenkt. Man denkt über diese Kategorien der Nachhaltigkeit, Sustainability. Also man kann diese Sachen überhaupt nicht auseinanderdenken heute. Das war gerade vor 15 Jahren gar nicht so in Wirklichkeit. Ja? Wir haben uns doch damals schon richtig Gedanken gemacht, wie wollen wir unseren kasachischen Partner tatsächlich inhaltlich auch sozusagen mitnehmen. Und das war auch damals Mark Mojsewicz, da bei dieser Antragsvorbereitung gesagt hat, dann suchen Sie nach den Sachen, die verbinden einfach. Wo sind diese Querschnittmengen? Und das, glaube ich, ist gerade das, was uns heute sehr fehlt, ja, dass er weniger auf die Differenzen und viel mehr auf die Gemeinsamkeiten geschaut hat. Und er hat uns alle dazu bewegt, diese Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Und das war beschrieben als diplomatisch, das kann man auch so beschreiben, aber ich glaube, das war auch sein Ethos, die Gemeinsamkeiten zu suchen und zu finden. Das war nicht nur so Höflichkeit oder die Gedanke aus den Problemen aus dem Weg zu gehen. Das war sein Ethos, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und auf diesem Wege eine gemeinsame Plattform, also einen gemeinsamen Boden
für verschiedene Sachen zu erarbeiten. Das war, glaube ich, wichtig und ist heute noch wichtiger als damals vielleicht. Und das hat er, glaube ich, klar aus diesen Zeiten des Kalten Kriegs mitgenommen. Wir sind alle Menschen, wir haben bestimmt gemeinsame Sachen, über die wir uns austauschen können, sei es Weltraum oder was auch immer. Und zumindest auf dieser Ebene kann man sich irgendwie, auf diesem Boden kann man sich doch irgendwie austauschen, bei allen bestehenden Differenzen. Und dann die dritte Geschichte, die auch vielleicht das nochmal unterstreicht, was jetzt heute hier mehrmals schon erwähnt wurde, geschah in Moskau. Also aus Kiel nach Moskau. Das war im Jahre, schätze ich mal 2008, 2009, kann mich nicht mehr erinnern. Zufälligerweise waren wir zeitgleich beide in Moskau. Das war damals dieses auch VW-Projekt, das gleiche Projekt. Also wir haben den Zuschlag bekommen, Großprojekt. Ich durfte reisen, habe viele Menschen kennengelernt. Also Julia Lejeune war auch unsere damals Kooperationspartnerin in Moskau. Und Institut für Staat und Recht, Svetlana Igorevna Krupko durfte ich dann kennenlernen. Wir haben auch sehr viele gemeinsame und sehr schöne Veranstaltungen und Publikationen organisieren können, auch mit Mark Moisevich. Und dann war ich in Moskau und Mark Moisevich sagte mir, ja, wenn du dann in Moskau bist, dann musst du mich mal unterstützen. Ich bin auf deine Unterstützung angewiesen. Das war damals nicht der Fall tatsächlich. Er war nicht auf meine Unterstützung angewiesen. Er wollte aber, dass ich ihn begleite. Und wohin sollte ich ihn begleiten? Zum obersten Arbitragegericht damals. Und der war Член Консультативного Совета, also es war so ein wissenschaftlicher Rat des obersten Wirtschaftsgerichts, der war ein Mitglied da und ich sollte ihn sozusagen begleiten. Damals habe ich das, also ich war jung und also vielleicht hübscher als heute, aber dafür dümmer. Ich habe das gar nicht verstanden, warum und wozu. Und dann bin ich mit ihm mitgekommen und der hat so ein bisschen, also sich auf mich so ein bisschen gestützt, obwohl er das gar nicht brauchte. Und dann kamen wir hoch, die Treppen hoch. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können an dieses Gebäude. Kam und dann die Treppen herunter kam damals Professorin Nishataeva, die Vizepräsidentin des obersten Arbitragegerichts zu dem damaligen Zeitpunkt. Die kam uns entgegen und dann Mark Moisevich in seinem Style, oh, Tatjana Nikolaevna, und die haben sich sehr freundlich und herzlich begrüßt, ja. Und dann fragte Tatjana Nikolaevna, ich sage das kurz mal auf Russisch, Вы знаете этого человека? Kennen Sie diesen Mann? Also er fragt die Vizepräsidenten des obersten Arbitragegerichts, ob sie mich kennt. Ja, also ich gerade 26, 27 Jahre alt, Doktorand beim Professor Trunk. Und sie schaut auf mich so ein bisschen verdutzt, schaut mich verdutzt an und sagt, nee, ach, вы его не знаете? Also typisch Mark Moisevich-Ton, ne? Also wie können Sie sich leisten, sowas? Ja, das ist der Raising Star und whatever. Also der hat dann tatsächlich mich, das dazu wie er seine sozusagen Leute, ich war jetzt nicht unmittelbar sein Schüler, aber doch mittelbar finde ich schon, das empfinde ich auch bis heute so. Und dann hat er mich dann gleich so positioniert, ich glaube, dass Tatjana Nikolaevna wird mich nie in ihrem Leben dann vergessen können. Genau, und das sind die drei, also ich könnte noch viel, viel mehr Geschichten erzählen, ganz klar, und jede von uns, aber ich dachte, dass diese drei kurze Episoden verdeutlichen die Dimension und auch, dass das menschliche Ethos und wissenschaftliche und menschliche Ethos dieser großen Persönlichkeit und wie schon gesagt wurde, der lebt in unseren Herzen, der ist für mich auch da, geistig da. Und wenn ich etwas mit Kiel verbinde, da sind dann bestimmte Personen, Professor Trunk, Thomas Hoffmann, der jetzt nicht mehr hier ist, aber trotzdem so geistig für mich da ist. Und ganz klar auch Mark Moisevich Boguslavski und wie schon mehrmals gesagt, alles Gute zum Geburtstag, Mark Moisevich.